Das mag sehr banal klingen, aber mir ist sehr wichtig, dass das, was ich tagsüber mache, egal ob das jetzt Studium ist oder Nebenjob oder Tutorentätigkeit, mir wirklich Spaß macht. Und es kann ein paar Sachen geben, die mir da jetzt nicht wahnsinnig viel Freude bereiten, aber der Großteil von denen bereitet mir glücklicherweise viel Freude und darüber bin ich sehr dankbar. Das macht mich sehr glücklich und ist mir sehr wichtig. Eine zweite Sache ist, dass es mir sehr wichtig ist, dass wenn ich abends ins Bett gehe, ich mich darauf freue, am nächsten Tag weiterzumachen. Ich könnte mir es nicht vorstellen, dass ich abends ins Bett gehe und denke, oh, das war jetzt ein anstrengender Tag, ich habe gar keine Lust, morgen wieder aufzustehen und oh, ist das jetzt gut, dass jetzt Wochenende ist. Das soll jetzt nicht durchgehend so sein. Also wenn ich jetzt 7 Tage die Woche von morgens bis abends durcharbeite, das wäre kein schönes Leben. Aber an den Tagen, an denen ich was mache, finde ich es wahnsinnig wichtig, dass ich abends ins Bett gehe, wie auch immer, und mich schon freue darauf, am nächsten Morgen wieder da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe und es nicht als Arbeitsbelastung sehe, sondern als Freude, die ich daran mache. Mich macht es wirklich glücklich, wenn ich zum Beispiel in einer Vorlesung irgendein Problem habe, was ich überhaupt nicht verstehe. Und dann überlege ich, okay, wie kann ich das Problem jetzt lösen? Komme dann vielleicht irgendwann auf eine Idee. Das funktioniert dann und dann kriege ich ein anderes Problem mit anderen Zahlen einfach nur und dann funktioniert es nicht mehr. Also habe ich scheinbar nur irgendwie zufällig dann was Halbrichtiges herausgefunden. Und wenn ich dann danach verstehe und nachvollziehen kann, wie es wirklich der Algorithmus oder was auch immer ich da gelernt habe, wie der wirklich funktioniert. Das macht mir auf der Seite vom Studenten wahnsinnig viel Spaß. Und auf der anderen Seite als Tutor ist es eigentlich genau das Gleiche, dass es mir sehr viel Spaß macht, wenn ich Studenten genau aus dieser Verzweiflung heraushelfe. Also mir würde es überhaupt keinen Spaß machen, jetzt Studenten etwas beizubringen, wo denen von Anfang an relativ klar ist, wie es funktioniert, sondern wenn man vor irgendeiner Aufgabe ist und keinen Schimmer hat, wie sie funktioniert und nach dem Tutorium kommen die Studenten raus und haben es wirklich verstanden, warum wir das Zeug machen und wie es funktioniert, das macht mir große Freude. Mir geht es hauptsächlich um das Thema Lehre, unter anderem an Universitäten, aber auch an Schulen. Ich meine, jeder wird wahrscheinlich sagen, ja, Lehre ist wahnsinnig wichtig für unsere Kinder. Da wird wahrscheinlich keiner widersprechen. Die Frage ist dann nur, okay, wie viel Gewicht gibt man der Lehre dann? Und was mir sehr wichtig ist, ist, dass Lehre ein deutlich größeres Gewicht als heute bekommt. Heute sehe ich es oft, dass bei Professoren viel Wert auf die Forschung gelegt wird. Es wird viel danach geschaut, was für ein Renommee haben sie in der Forschung, aber es bestehen keine allzu großen Anreize, viel Zeit in die Lehre zu stecken. Und Professor ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit weg für mich, aber so wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorand würde bei mir in ein paar Jahren vielleicht auch zur Wahl stehen. Und da ist es einfach auch so, dass ich bisher die Erfahrung gemacht habe, man läuft ziemlich gut damit, hat ein tolles Renommee, wenn man wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, die viel zitiert werden. Wenn man aber 40 Stunden in der Woche, 50 Stunden in der Woche in Lehre steckt, statt in diese Arbeiten, dann kriegt man dafür vielleicht zweimal ein Dankeschön am Ende vom Semester von einem Studenten. Und da würde ich mir wünschen, dass es sowohl von Studenten mehr respektiert wird, aber auch finanziell mehr angereizt wird, dass man wahnsinnig gute Lehre macht. Bei mir gab es nicht so wirklich Personen, wo ich sagen würde, okay, die haben mich inspiriert. Bei mir war es meistens eher so, dass ich in meinem Leben Sachen gemacht habe, die mir wirklich Spaß gemacht haben und mich da relativ wenig an anderen Leuten orientiert habe. Natürlich gab es dann immer in einzelnen Bereichen Personen, die Dinge, die ich dann auch gemacht habe, die habe ich ja nicht neu erfunden, irgendwie sehr gut bereits praktiziert haben. Aber bei mir war es meistens tatsächlich nicht so, dass ich die dann als Vorbilder gesehen habe, sondern vielleicht eher sogar als Konkurrenten. Das heißt, bei mir gab es nicht wirklich dieses, okay, ich bin wahnsinnig inspiriert von XY, sondern ich habe Dinge, die mir Spaß machen, in die habe ich dann Zeit reingesteckt und probiert, möglichst gut zu sein, um vielleicht so gut zu werden wie die Leute, die ich als Vorbilder bezeichnen könnte.